herzlich willkommen bei der Dialekte-Hotline. Mit welchem Dialekt kann ich Ihnen heute helfen? Mit Wienerisch bitte. Gerne. Einen Moment, ich verbinde Sie. Ja, was ist? Na, Spaß. Servus, hier ist der Gabriel, ich bin 27, komme aus Wien, spreche Wienerisch und bin Radiomacher, Kulturjournalist und Podcaster. Hallo Gabriel, freut mich sehr. Servus, grüß dich, Rahel. Kannst du das Ganze nochmal auf Hochdeutsch sagen? Sicherlich. Hallo, ich heiße Gabriel, ich bin 27 Jahre alt, komme aus Wien, einer größeren Stadt an der Donau und bin Radiomacher, Kulturjournalist und Podcaster. Was ist denn aussprachetechnisch das Besondere am Wienerischen? In Wien haben wir zum Beispiel das Meidlinger L. Da würdest du dann sagen, nicht Leiwand, sondern Leiwand, alles Leiwand. Oh, das wird so richtig auf der Zunge rausgeschossen. Leiwand. Leiwand, super. Dann kann man sagen, das A wird oft zum O, wie zum Beispiel bei was ist, was ist. Was ist? Super. Das muss schon auch von tief drinnen kommen, ne? Ja, das kommt vom ganzen Herz. Stell dir vor, du bist grantig, du magst nicht mehr. Du hast den ganzen Tag kackelt, kommst nach Hause und jemand spricht dir an. Was ist? Was hast du gesagt, grantig? Grantig, ja. Du bist genervt, hast keinen Bock mehr, nichts mehr ist lustig. Seid ihr das in Wien oft? Ja. Was gibt's sonst noch für aussprachetechnische Besonderheiten? In Wien tun wir gern Dinge verniedlichen, ja. Ein Zuckerl. Zuckerl. Was ist das? Zucker. Na? Was Süßes? Ja, wärmer. Eine süße Maus? Ein Bonbon. Ah, du meinst ein Bonbon. Ja. Wo wird dein Dialekt überall gesprochen? Ja, in Wien, in den 23 Bezirken und dumm ein bisschen. Ein bisschen oder wird da auch was anderes noch gesprochen? Naja, niederösterreichisch, burgenländisch, es kommt drauf an, wie weit man ins Land reinfährt. Was wäre denn so ein Satz, der mir im Alltag weiterhilft auf Wienerisch? Wenn dir jemand auf der Straße was verkaufen will und du merkst, der will dich abziehen, ja? Ja. Dann könntest du sagen, sicher nicht, ich bin ja nicht auf der Nudelsuppen dahergeschwommen. Verstehst? Du bist nicht auf einer Nudelsuppe hergeschwommen? Ja, genau. Sicher nicht. Ich bin ja nicht auf der Nudelsuppe hergeschwommen. Ja, aber was heißt das denn? Dass du dich nicht für blöd verkaufen lässt. Aber warum denn auf einer Nudelsuppe? Naja, weil du mit dem Boot gekommen bist und nicht auf der Nudelsuppe. Wie sagt man denn auf Wienerisch Hallo? Servus, grüß dich. Also zweimal. Servus und grüß die hintereinander. Ja, servus, grüß dich, wie geht's da, Alter? Man sagt gern auch 7-mal Tschüss zueinander. Bussi, Baba, Babaci, ciao, servus, grüß dich. Babaci. Babaci. Warum? Ja, weil wir Dinge gern verniedlichen. Ich weiß, ihr seid grantig, ne? Aber wenn ihr ein Kompliment machen würdet, wie würde das klingen? Mal fest schaust aus, Rahel. Hast die 1er Panier heute angezogen? 1A Panier? 1er Panier. Was ist das denn? Du kennst ja das Wiener Schnitzel, oder? Das wird ja paniert. Und die Panier ist quasi der Mantel, das Anzug, das Gewand vom Schnitzel. Das Wichtigste dran. Genau. Und du hast dann auch quasi ein Panier. Und die 1er Panier ist dein schönstes Gewand, dein Festtagsgewand sozusagen. Mal fest, Gabriel. Heute hast du aber die 1er Panier angezogen. Na bitte, ja. Wie bestelle ich denn auf Wienerisch was zu trinken? Naja, Rahel, geh mal auf einen Kaffee. Ja? Da fängst du am besten mit einer Melange an. Eine Melange. Ja. Was könnte das sein, eine Melange? Ja, eine Mischung. Ja, ganz genau. Kaffee und Milch und ein bisschen Schaum. Ein bisschen nur. Ja. Aber in Wien haben wir 100 Millionen verschiedene Kaffeesorten tatsächlich. Ist ja Kaffeehauskultur. Kleiner Mokka, großer Mokka, verlängerter Braun, Einspänner, Fiaker. Ich verstehe. Was ist dein Lieblingswort auf Wienerisch? Mein Lieblingswort auf Wienerisch ist Suderrand. Wie? Suderrand. Suderrand. Was ist das? Naja, wenn jemand den ganzen Tag raunzt, Meckert. ja, oder sudert, auch ähnliches Wort, wenn man raunzt oder sudert, sich beschwert, dann wird man ein Suderrand. Bist du auch ein Suderrand? Hin und wieder, yes. Yes, I am. Was sind denn so Wörter auf Wienerisch, die man wirklich nicht so leicht versteht? Was glaubst du, könnte ein Bandschall sein? Ein Bandschall? Ein Bandschall. Kein Bandscheibenvorfall. Kein Bandscheibenvorfall. Ich gebe dir einen Tipp, ja? Wenn du jetzt einen Freund hast und wir haben aber was miteinander, dann hätten wir ein Bandschall. Eine Affäre? Ja. Wow. Gabriel, ich fühle mich zwar nicht bereit, aber es ist Zeit für die Dialekte-Challenge. Ein Satz, den du mitgebracht hast, den ich lerne. Was ist, Depperter? Schleich dich. Sonst zieh die deine an, die kannst nicht rauchen.
Ich kann mir ungefähr vorstellen, was es heißen soll. Es ist auf jeden Fall nicht nett. Was ist Depper da? Schleich die. Sonst zünde da ein. Ah, die kannst nicht rauchen. Hey, nicht lachen. Ich lache mit dir, Rahel. Nein. Sonst zünd ich deine an und die kannst nicht rauchen. Sonst zünde deinen an und Ja. die kannst nicht rauchen. Ja, mehr oder weniger. Du zündest jemanden eine an, die aber nicht rauchen kann. Was heißt das denn? Du zündest ihm eine an. Eine Watschen quasi verteilen. Ja. Macht man natürlich nicht. Ja. In Wien wird man, wenn man sich anschimpft quasi und herumschreit, sehr, sehr kreativ. Was ist Depper da? Schleich die. Sonst ziehen die da an und die kannst nicht rauchen. Da kriege ich fast Angst, muss ich dir sagen. Hast du? Ich schleich mir jetzt lieber. Schleich die. Danke, Gabriel. Babaci. Papaci. Das war die Dialekte-Hotline Wienerisch mit Gabriel. Auch wenn er ein bisschen grantig war, hat es mir viel Spaß gemacht. Und mich würde noch interessieren, welches euer Lieblingswort auf Wienerisch ist. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein. Bis zur nächsten Dialekte-Hotline. Baba. Baba. Babaci. Bussi. Baba.